Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin immer noch in Montenegro unterwegs. Heute leider ohne Anne, die ist ein bisschen unfit. Nichtsdestotrotz habe ich mir eine schicke Tour ausgesucht. Jetzt muss ich mal kurz spicken. Nämlich durch das Vallo Viti Do, also so ein Gletschertal hier im Durmitor Nationalpark. Bin den Weg gerade schon gelaufen und es war streckenweise doch sehr abenteuerlich. Also im Wanderführer ist das Ding auch als unmarkiert beschrieben. Ich spoilere schon mal, das trifft es auch ganz gut. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, würde ich sagen, bleibt dran, schaut es euch mal an und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Startpunkt der Tour war an der Panoramastraße südlich des Durmitor-Massivs. Ganz alleine wollte mich Anne dann doch nicht losziehen lassen und bezog Station im Auto am Parkplatz. Zunächst ging es bergab und direkt auf einen von mehreren Seen im Tal zu. Ihr seht ihn nicht? Naja, das ist nicht weiter verwunderlich, da er die meiste Zeit des Jahres ausgetrocknet ist. So auch heute. Anfangs ging es noch auf Trampelpfaden bzw. einem geschotterten Weg voran. Dies sollte aber nicht allzu lange anhalten. Dann ging es nach rechts und meist weglos quer über die Wiese und Felsen das Tal hinauf. Auf die gelegentlichen Markierungen sollte man sich hier nicht unbedingt verlassen. Der Weg querfeldein war nicht der leichteste und zu allem Überfluss begann es zwischenzeitlich auch zu regnen. Mitten im Tal erhob sich ein kleiner Hügel, zu welchem ich trotz des schlechter werdenden Wetters noch einen kurzen Abstecher machte. Vorbei ging es an einem weiteren See. Da es immer noch regnete und das Filmen schwierig war, hielt ich mich hier aber nicht allzu lange auf und schritt weiter dem Sedlo-Pass, also dem Ende des Tals, entgegen. Dass die Tour nicht ganz so leicht war, wie im Wanderführer versprochen, und das Wetter seinen Beitrag dazu leistete, konnte man mir am Ende des Anstiegs dann doch auch ansehen. Der Pass selbst ist als Parkplatz bzw. Wohnmobilstellplatz, wie ihr hier sehen könnt, sehr beliebt. Kein Wunder, hat man von hier aus zwei schöne Ausblicke auf zwei Täler. Auch startet hier einer der Aufstiege zum Bobotov Kuk, dem höchsten Berg Montenegros. Und dieser Felsen hier, das ist eine Seite des Svetlana Greda, des Sattelgottes, auf den wir ja schon während unserer zweiten Wanderung schauen durften. Bergab ging es auf der anderen Talseite und ich sollte beim Abstieg nicht alleine sein. Einer der in der Gegend wild lebenden Hunde hielt es für eine gute Idee, mich zu begleiten. Runter ging es, wie es auch schon bergauf ging, meist weglos über Wiesen und Felsen. Der Ausblick, der sich jedoch beim Abstieg bot, entschädigte mich für die Strapazen. Während des Abstiegs durch das Tal wurde auch das Wetter besser und durch all das Grau ließ sich auch immer mehr Blau blicken.
schönen Ausblick sollte der Weg noch ein weiteres Highlight bereithalten. Einen wunderschönen kleinen See, den Modro Jezero, welchen ich ein Stück weit umrundete und von dem ich das ein oder andere schöne Foto machte. Kurze Zeit später traf ich auch wieder auf den ersten, den ausgetrockneten See, und machte mich an den letzten Anstieg. Während ich mich durch das unwegsame Gelände gekämpft habe, hat Anne entspannt im Auto auf mich gewartet. Als Einstimmungstour bzw. leichter Spaziergang durch Almwiesen beschrieben, verlangte mir die Tour doch einiges ab. Nicht zuletzt das suboptimale Wetter und die kaum vorhandenen Markierungen ließen mich auf der Tour abseits der Kamera kaum das Handy aus der Hand legen. Aber auch hier gilt, wie bei den bisherigen Touren im Durmitor Nationalpark, landschaftlich war die Wanderung allererste Sahne. Ja, das war der Weg durch das Gletschertal. War insgesamt, ob der unmarkierten Pfade, doch auch eine sehr anspruchsvolle Sache. Ne? Also mit viel Steine, Geröll, meterhohes Gras, Anstiege, also was da alles mit dabei war. Tal natürlich war richtig schön, also gab viel zu sehen mit den Seen, die Aussichten rundum auf die Berge. Also das hat schon viel Spaß gemacht. Wetter, hätte ein bisschen besser sein können, war mit einer der Gründe, warum ich jetzt heute durch dieses Gletschertal bin und nicht auf irgendeinen Gipfel hier hoch, weil, wie ihr ja gesehen habt, die sind schön in den Wolken. Also von daher fiel dann halt die Wahl auf das Tal. Gut, dann würde ich doch mal sagen, war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.